Nach mehr als 800 Tagen auf Weltreise befinden wir uns mitten in Argentinien. Wir sind auf dem Weg in die Anden. Leider meint es das Schicksal nicht gut mit uns. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Wir wissen nicht, was bei uns los ist. Wir verstehen es ehrlich gesagt nicht. Wir können nicht nachvollziehen, warum wir einfach so ein Pech haben. Wir hatten ja auf unserer Reise schon einige Probleme mit unserem VW-Bus. Doch diesmal ist es wirklich schlimm. Können wir unseren Motor noch mal retten? Oder ist das Ende unserer Reise? Es ist heute Morgen was total Krasses passiert. Das ist heute Morgen einfach, ich habe Gas gegeben, auf einmal fängt er an Öl zu ziehen, der Dieselmotor, und schnellt hoch bis 5000 Umdrehungen, 6000, keine Ahnung. Ich Schlüssel abgemacht, geht nicht aus, der geht ja dann nicht mehr aus. War falsch, also nur zur Info für euch, wenn euch sowas mit dem Dieselmotor passiert. Auf die Bremse latschen, im 5. Gang die Kupplung kommen lassen und einfach voll bremsen, damit der Motor nicht hochdrehen kann. Abwürgen, wirkt den Motor einfach ab. Ja, hat es überlebt, keine Frage, also der ist noch da. Aber sobald ich ihn anmache, es klingt ja komisch, so, also reibt irgendwas, ja. Und es kommt auch der blaue Rauch wieder hinten raus. Also irgendwas stimmt nicht. Wir gehen jetzt davon aus, dass irgendwie über die Kurbelwellenentlüftung Öl angesaugt wird. Was natürlich bedeutet, dass da drin irgendwas kaputt ist. Was jetzt richtig blöd ist. Also wir sind aus Paraguay weg, wir haben keine Kontakte mehr. Hier in Argentinien ist es wirklich schwer, Ersatzteile zu finden. Und zum Glück hat der Campingplatzbesitzer uns jetzt erstmal geholfen. Aber ich muss jetzt mal den Fehler finden. Ist es der Turbo? Ist es die Kurbelwellenentlüftung? Was ist es? Und wenn ich das genau weiß, was es ist, dann kann ich dagegen was tun. Und da kommt jetzt Daniel, der Campingplatzbesitzer, der hilft uns. Hi Daniel. Daniel on YouTube. Él nos ha ayudado mucho. Also er hat uns sehr geholfen. Er hat uns einen Mechaniker hergelangt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Also ich regel das noch. Also hier Kurbelwellenentlüftung. Hier ist Öl drin, aber nicht so dermaßen viel. Also es ist Öl drin, aber es schwimmt nicht im Öl. Ja, es ist hier ist alles ein bisschen schmierig, aber nicht so, dass hier wirklich richtig Öl drin steht. Ich nehme jetzt mal ganz ab hier. Hier, da läuft doch nichts aus oder so. Also ich würde sagen, die Kurbelwelle ist das nicht. Ich muss das jetzt sauber machen, das ist so verdreckt. Dass es nicht von der Kurbelwelle kommt, ist ja schon mal gut. Als nächstes werde ich kontrollieren, ob der Turbo in Ordnung ist. Nachdem ich den Ansaugschlauch vom Turbo abgezogen habe, sieht man es auch schon. Es ist alles voller Öl. Außerdem bewegt sich die Welle vom Turbo vor und zurück. Ich rufe bei Dominik an, wie schon so oft. Und wir suchen eine Lösung, wie wir zur nächsten Werkstatt kommen. Genau, und sag mal was dazu, es müsste doch gehen, vom Filter direkt in den Motoreingang, dass der einfach nur noch Luft saugt. Das ist ja ganz normaler, saugt er ganz normal an und fährt im Notlauf sachte 50 km/h dahin. Was soll man sagen? Mit der T3 Synchro Schrauberecke gequatscht, wie immer. Danke Dominik. Ganz großen Dank an Mario aus Chile. Es waren mal wieder 3 Gehirne gemeinsam retten den T3. Es ist nicht zu fassen, ne? Also es ist echt der Turbo. Der Turbo ist komplett kaputt. Also seht ihr gleich im Video, hier bewegt sich die Zange vor und zurück. Das heißt, die Achse von dem Turbo, die hat einen Spiegel von 5 mm vor und zurück. Und dadurch ziehen wir natürlich das gesamte Öl aus der Lagerung des Turbos in die Ansaugluftstrecke. Und wenn ich dann halt Gas gebe, deswegen passiert es immer beim Gas geben, dann geht's los. Wir machen jetzt total die krasse Nummer. Wir werden jetzt einen Bypass legen, das heißt, wir werden den Turbo aus der gesamten Strecke rausnehmen. Wir müssen hier weg, also nicht, weil wir Zeitdruck haben, sondern weil wir können auch einen Abschleppdienst rufen, aber es sind halt eben 400 Kilometer bis zur nächsten T3-Werkstatt. Und wir haben uns entschlossen, wir machen es noch viel krasser. Wir fahren höchstwahrscheinlich zu Mario nach Chile, um den Turbo reparieren zu lassen, wenn wir hier in Argentinien keinen kriegen. Das werden wir sehen jetzt. Aber wir müssen in die nächste Großstadt. Cordoba sind 200 Kilometer, Mendoza, unser Ziel, sind 800 Kilometer. Und wir legen jetzt einen Bypass, das heißt, wir nehmen den Turbo aus der gesamten Strecke raus. Dominik hat gesagt, Ölzufuhr muss weg, klar, sonst läuft das Öl aus. Des Weiteren muss die Ansaugluft direkt vom Luftmassenmesser in den Motor gehen, dass der Motor saugen kann, die Luft, und nicht mehr über den Turbo kommt. Und als letzten Schritt werde ich noch den Auspuff abmachen. Warum?
wenn ich mit Auspuff so fahre, dann bewegt sich ja der Turbo weiter. Jetzt wird er nicht mit Öl versorgt, dann geht er definitiv komplett kaputt. Und so haben wir vielleicht noch eine Chance, dass er repariert werden kann, auch wenn das jetzt schweinelaut wird. Das Ding wird danach klingen wie ein Panzer. Aber das ist uns jetzt erstmal egal. Hauptsache, das Ding läuft und wir kommen hier weg. Mit dem Ziel, die nächsten Werkstätten anzupeilen, beziehungsweise erstmal die Ersatzteile zu kriegen. Und wenn wir sie hier nicht kriegen, dann eben auf nach Chile. Dann fahren wir in dem Setup über die Anden. Auf. Ser un mecánico especializado, T3. Ja, aber ob ich das wirklich will? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das will. Endlich, ey, endlich 4 Stunden lang. Da ist eine Schraube aus der anderen Richtung, die überhaupt nicht zugänglich ist. Abgasrückführung abbauen, alles abbauen, wie heißt es hier, Ladeluftkühler abbauen, alles abbauen. Und jetzt, endlich habe ich sie gefunden. Oder komme ich da so ran, dass ich sie öffnen kann. Ach Gott, ich hab vermisst. Endlich. Da ist das scheiß Ding. Oh Mann. Schön mal die Dichtung ins Dreck geschmissen hier. Da wird ja alles mit Benzin gereinigt. Oh Mann. Dann kann man das sehen. Und hier, guckt mal hier. Die Welle bewegt sich vor und zurück. Also sieht man das? Und man hört es auf jeden Fall. Also bewegt sich hier richtig mindestens 4 mm vor und zurück. Ja. Gemacht. Das war jetzt echt eine 4-Stunden-Aktion, weil 2 Schrauben von unten, eine von oben und alles irgendwie blöd verbaut und auch keine Hebebühne. Ja, also das blöde Ding ist raus. Da ist er. Und hier auf der, guckt mal hier auf der Seite, auf der Luftseite, geht zum Motor. Da kommt das Motoröl raus. Das heißt also, das Ding ist Marsch. Und jetzt, wo wir das Ding ausgebaut haben, fange ich jetzt langsam an, mir Gedanken zu machen, wie ich die Sachen wieder verbinde ohne den Turbo. Also, dass ich die Ölleitung schließe, habe ich schon gesagt. Zuluft, weiß ich auch schon, wie ich es mache ungefähr. Und mit der Abluft, entweder sind wir schweinelaut oder wir finden eine Lösung, wie ich das wieder mit dem Auspuff verbinde. Aber auch drauf geschissen, wir fahren jetzt einfach so, ist halt wie ein Panzer. Ich kann nicht mehr, fertig. Aus. Bulli-Zentrale, was ein absoluter Scheiß, ja. Naja, das Ding ist komplett breit. Hoffen jetzt, dass wir müssen 400 Kilometer weit fahren halt. Zur nächsten Werkstatt, das wird ganz schön anstrengend. Ich werde jetzt heute noch den Luftkanal verbinden. Also wir haben ja den Turbo jetzt raus, jetzt müssen wir halt die Sachen neu irgendwie verknüpfen, dass das Ding auch funktioniert. Also den Luftansaugtrakt so verbinden, dass die Unterdruckgeschichte noch funktioniert im Motor. Das heißt also erst nach der Kurbelwellenentlüftung. Und dann auf die Ansaugbrücke direkt draufgehen mit dem Schlauch. So. Und dann müssen wir noch die Ölpfropfen verschließen, also dass da kein Öl rauskommt. Da kommt ja mit 5 Bar Öl raus. Das müssen wir also mit einer Schraube fett verschließen, dass es doch nicht rausfliegt. Sonst sind wir in einer Sekunde beim Motorschaden. Jo, jetzt ist heute und dann hoffen wir, dass wir später loskommen. Eigentlich ein Paradies. Papageien. Cooler Ort, warmes Wetter, wir stehen im Schatten, was will man mehr? Gut, ich muss Ölleitungen flicken.
konische Schraube, am Anfang dünner, am Ende ein bisschen dicker, geht auf jeden Fall gut in die Ölleitung rein. Und Teflon, damit die Ölleitung definitiv dicht ist. Ich habe es schon ausprobiert, die passt genau bis zu dem Punkt rein, wo sie dicker wird. Das heißt, es müsste genau abschließen. Und mit dem Teflon rutscht es wahrscheinlich sogar ein bisschen besser. So, und dann haben wir die Ölleitung schon mal zu. Bevor wir gefahren sind, habe ich extra noch gegoogelt, welches das beste, hier, wie heißt das, Power Tape ist. Also hier dieses graue, üble Zeug, was es auf der Welt gibt. Und da gibt es eine Firma, wir kriegen nichts von denen, aber das kam dabei raus, T-Rex. Und das klebt wirklich ohne Rückstände und das klebt so unglaublich krass doll. Und ja, genau, da wir nichts anderes haben, habe ich hier jetzt einen Schlauch an die Luftzufuhr rangemacht. Damit wird jetzt abgedichtet, drumherum festgemacht. Selbes am Motoreingang und dann sind wir eigentlich fertig. Die Öldinger sind zu und dann können wir mal starten, mal gucken, wie er klingt. Hier auf die Zuluft. Ja, das sollte gehen. Gut. So ihr Lieben, wünscht mir Glück, das wird jetzt schweinelaut. Mal gucken, ob es wenigstens angeht und nicht wieder durchdreht. Ich habe einen 4. Gang drin, ich stehe voll auf der Bremse, ich starte mit gedrückter Kupplung. Sollte der wieder durchdrehen, lasse ich die Kupplung springen, dass der Motor sofort wieder ausgeht. Weiter geht's! Guten Morgen. Bist du bereit, Baby? So, jetzt ist der große Tag. Wir sind echt aufgeregt. Fridays vor Hubraum, sage ich nur. Was wir jetzt hier machen, wäre mit dem Elektroauto überhaupt nicht möglich. Also es ist hier nur halb auseinander gebaut, die Hälfte fehlt. Es ist kein Auspuff mehr da, es ist kein Turbo mehr da. Es ist alles totgelegt. Wir haben eine neue habt ihr alles gesehen, brauche ich euch ja nicht nochmal erzählen. So, aber ob das Ding jetzt wirklich fährt und wir 400 Kilometer weit kommen, das weiß ich nicht. So, wir sind extra früh morgens dran, es ist jetzt noch schön kalt. Das Ding ist schweinelaut. Ich mache das Ding jetzt an hier. Und alle Wachen wecken, die im Umkreis sind. Und dann werden wir versuchen, diese 400 Kilometer bis Rio Cuarto zu fahren. Also wir müssen an Cordoba vorbei, wir versuchen das außen zu umschiffen, damit wir, genau, drückt uns die Daumen. Und wir versuchen nicht durch die Stadt zu fahren, weil das wird uns jetzt zu voll und zu heiß und mit den Hunden alles doof. Also geht es an Rio Cuarto vorbei, 400 Kilometer. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht heute schon ankommen, wenn nicht spätestens morgen. Auf geht's! So, 5 Kilometer geschafft, ist zwar nicht viel, aber wir gucken jetzt mal, ob was heiß geworden ist, Öl raustropft oder sonst was. Alles okay? Super! So, zweiten Stopp gemacht. Sieht erstmal soweit gut aus, wird nicht zu heiß. Also es ist schon ein bisschen warm am Auspuff und Richtung meinem Luftschlauch, den ich gemacht habe. Aber nicht zu heiß, schmilzt nichts. Ja, 100 Kilometer haben wir schon, das heißt noch 260. Fast ein Drittel.
Diese Route geht die ganze Zeit nur geradeaus. Es ist langweilig, aber zum Glück wird der Motor dadurch nicht zu stark belastet. Ja, ist ja nicht nur, dass wir irgendwie nicht vorankommen und super lahmarschig sind. Es ist also wir mit einem halben Motor durch die Gegend fahren. Zusätzlich haben wir kaum noch Bargeld. Also wir haben schon noch ein bisschen was, aber falls wir jetzt einen Abschlepper brauchen, dann wollen die immer Bargeld haben und das haben wir halt nicht. Und jetzt ist auch noch Samstag, das heißt Western Union ist fast alles geschlossen. Bankautomaten funktionieren halt nicht in Argentinien, generell nicht, schon seit einem Jahr. Also man kann Kleinstmengen abholen für sehr viel Geld, das bringt uns aber nicht weiter. So, und jetzt versuchen wir hier bei Western Union Kohle zu holen. Ist aber ganz klein, also wenn die 100.000 Pesos haben, also 100 Euro, dann wäre das ein Weltwunder. Ja, hoffentlich drückt uns die Daumen, weil wir ein bisschen Geld in der Tasche haben. Ja, da hat es erstmal nicht geklappt mit Western Union. Wir fahren jetzt 70 Kilometer weiter, soll es hinhauen. Hier gibt es jetzt Diesel und dann geht's weiter. Es Diesel. Sí, correctamente. Es gibt nämlich 2 Dieselsorten in Argentinien. Eine mit 500 Parts Schwefel und eine mit 10 Parts Schwefel. Die 50 Parts Schwefel, die nehme ich ja noch mit aus Paraguay, aber 500 ist mir echt zu viel. Oder dann mischen wir halt, ja, dann geht's auch. Aber so, jetzt machen wir das Ding voll und dann jetzt einfach weiter. In 70 Kilometern soll es dir sozusagen die nächsten Western Union geben, vielleicht mit Geld. Bis jetzt läuft die Karre. Mit der Zeit wird der Lärm des Motors unerträglich. Zum Glück funktioniert der Tempomat noch und so schleichen wir mit 80 bis zum nächsten Dorf. Ja, komm mit, Wulli, komm. Aber es ist doch, weißt Baby, es ist doch nicht viel Geld, es sind viele Scheine. Jetzt sind es noch 70 Kilometer. Wir haben es echt geschafft. Wir verlieren kein Öl. Das ist schon mal total geil, weil das bedeutet, dass unser Motor wahrscheinlich gar nicht kaputt ist, dass dem Motor relativ gut geht. Und der hört sich auch mal besser an. Also wir haben den schön trocken gefahren. Und also der verschmiert ja so durch den Turbo, wenn der Turbo so ölt. Das klingt jetzt viel, viel besser als vorher. Ja, 70 Kilometer, die Temperatur steigt schon wieder schweinewarm. Das sollten wir packen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind in Rio Cuarto angekommen. Genau. Korrekt. Ja, genau, ist korrekt. Und wir sind so glücklich, dass wir es geschafft haben. Wir können gar nicht mehr. Und wir haben jetzt richtig Glück. Hier gibt es sogar einen Swimmingpool. Und das werden wir uns jetzt antun, was wir eigentlich sonst nie machen. Aber wir haben jetzt echt keinen Bock mehr. Wir machen ein richtig geiles Barbecue heute. Mit viel Fleisch, viel Wurst und allem drum und dran und viel Bier. Also ich habe jetzt echt Bock zu saufen. Und, wirklich nach dem Tag, es geht gar nicht mehr. Es war echt super anstrengend. Und es ist schon wieder mega heiß. Und morgen ist halt Sonntag auch noch. Wir können gar nichts machen. Wir werden jetzt hier bleiben einfach. Ja, und dann hoffen wir, dass wir hier das Auto reparieren können. Drückt uns die Daumen. Also der Motor scheint in Ordnung. Es ist wirklich nur der Turbo kaputt. Und dann gucken wir mal, dass wir jemanden finden, der uns das Ding richtet. Ja. Hemos llegado al camping más caro Genau. Wir sind am teuersten Campingplatz Argentiniens angekommen. Haltet euch fest, 20 € am Tag. Ey, das ist ja wie in der Toskana. Aber Ja, aber Swimmingpool, ey. Und direkt in Rio Cuarto. vamos.
was sagst du denn? La vista no es exactamente la de la torta parrilla. Vamos a probar el sabor. Y también... Oh, crujiente, es un Cracker. Und ihr glaubt es nicht, das ist eigentlich total peinlich. Das ist sowas von peinlich, dass wir das machen. Oder ich, Alessandra macht es ja gar nicht. Also Alessandra isst ihn zwar, aber sie steht nicht dahinter. Also, in Paraguay habe ich doch wirklich Hela Gewürzketchup bekommen. Wie peinlich, oder? Und den esse ich jetzt mit der Wurst aus Argentinien. Oh, falls ihr den noch nicht kennt, der extra scharfe ist der beste. Guten Appetit, mein Schatz. Guten Appetit. Mit Hela Gewürzketchup. Wie ist meine Torta parrilla? Also deine Torta parrilla, ja, also die von den Argentiniern ist besser. Aber es ist ja auch eine argentinische Spezialität. Wiederum mit Ketchup ist die super. Dai. Mit Curry Ketchup ist die Era echt solo super. mi primera torta parrilla, la segunda es pasa. Ja, schon gut. Das sieht gut aus, meine Liebe. Guten Appetit. Und ehrlich, also das Fleisch esse ich natürlich ohne Ketchup. Wow, ist das lecker. Absolut zart. Die T3-Liebhaber sind weltweit vernetzt. Mario, unser Freund aus Chile, hat uns Guillermo zur Hilfe geschickt. Durch ihn bekommen wir die richtigen Kontakte und können hoffentlich alles reparieren. So, jetzt ist endlich soweit. Wir reparieren diesen blöden Turbo. Ich habe ja hier zum Glück aus der T3-Gruppe einen Kontakt bekommen, der heißt Guillermo, der holt mich hier gleich ab. Und mit dem fahren wir dann, es gibt wohl 3 Spezialisten hier in der Stadt, die Turbos reparieren und einer soll richtig gut sein. Und da bringen wir dieses blöde Ding hin und lassen das Ding reparieren. Es ist ja, wir haben ja wieder Glück im Unglück. Wir sind in der Nähe von Cordoba und in Cordoba ist ein riesen VW-Werk, das ist so ein Wolfsburg sozusagen in Argentinien. Und dementsprechend ist hier halt so richtig die Autoindustrie konzentriert. Deswegen gibt es hier Menschen, die Turbos reparieren. Das gibt es normal nicht in jedem Dorf. Und das Ding hier hat nur 150.000 Einwohner. Aber ich bin genau am richtigen Ort. So, jetzt hoffen wir, dass es heute relativ schnell klappt. Der meint, das ist in einem Tag erledigt. Das wird ausgewuchtet. Das ist ganz wichtig, sonst fliegt das Ding auseinander. Ja, dann sollten wir eigentlich relativ flott wieder on the road sein. Baby, me voy. Ciao. Ciao. So, ich sitze jetzt mit Giuliano im Auto und wir fahren zu einer Firma, die sich auf Turbos spezialisiert hat, um das Ding zu reparieren. Es gibt insgesamt 3 hier im Ort und jetzt versuchen wir mal den ersten, wie die aussehen. Wenn das gut aussieht, machen wir es da und wenn nicht, fahren wir halt zum nächsten. So, das hat gut geklappt. Den geben wir jetzt erstmal ab und dann schauen wir mal, was er sagt an Preis und ob er das kriegt. Es gibt wohl 3 Baugruppen dafür. Die kommen alle aus China. Aber die eine Baugruppe kommt von einem deutschen Autobauer, also von einem deutschen Zulieferer, der in China produziert. Das heißt also, wir müssten eigentlich das gleiche Teil haben. Und die sollen auch richtig gut sein. Die kommen auch schon gewuchtet. Gut. So, jetzt hoffen wir, dass er uns eine gute Ansage macht. Turbo ist sozusagen in guten Händen. Ich bin gespannt. Tengo un buen sentimiento con el señor. Gracias. So, schaut mal. Ich nehme jetzt langsam die Ladeluststrecke auseinander. Die ist natürlich komplett voller Öl. Das ist ja genau das, was der angesaugt hat, wo der durchgegangen ist. Also da ist immer ein bisschen Öl drin, aber die ist schon richtig voll. Und da sieht man auch wieder den Fusch der Bulli-Zentrale. Guckt euch das mal an, wie die Schelle saß. Also hier sitzt die Schelle diagonal und sitzt hier über dem Rand drüber. Also die ist schon überlappend, die Schelle. Da sieht man das hier. Kompletter Humbug. So, was eine Drecksarbeit. Also man sieht hier schon, also hier ist richtig viel Öl rausgekommen und das Ding ist auch, jetzt ist er schon wieder leer, aber jetzt ist auch gerade eben richtig viel Öl rausgelaufen. Intercooler sind immer voller Öl, aber hier ist so viel rausgelaufen, dass unser ganzer Motor unten dreckig ist. Also hier werden wir auch ein Loch haben, das Ding geben wir zum Testen, reinigen und dann wieder zusammenbauen. Muy bien, muy bien. Okay, vale, vamos a hacerlo, $300 y está bueno, estoy feliz con esto.
el intercooler está ya desmontado, entonces podemos también ver esto si quieres. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Ciao, ciao. So, hier, jetzt guckt mal hier, meine Lieben. Seht ihr das? Da läuft das Motoröl raus. Und das ist genau das, was wir angesaugt haben. Also das ist das ganze Öl, was jetzt in der Ladeluftstrecke drin ist. Und deswegen habe ich jetzt auch alles ausgebaut. Das wird jetzt alles komplett durchgereinigt und auf Druck überprüft. Weil wir haben hier auch Ölaustritte, wie man sieht. Ist hier überall ölig. Und naja, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar Löcher geschlossen und haben am Ende mehr Ladedruck. Gut. Bis der Turbo repariert ist, müssen wir ein paar Tage warten. Deshalb mieten wir uns eine Cabana, ein kleines Haus. So können wir die Zeit nutzen und arbeiten, um das Geld zu verdienen, das wir durch die Reparatur verloren haben. Nach 3 Tagen ist es soweit. Guillermo holt uns ab. Der Turbo ist fertig. Okay. Wow. Wow. Tenía pérdida de las soldaduras. Está bueno. Así como está, Sí. si vos lo pones así, está todo probado. Perfecto. Y no sale al cooler. No, no pierde el cuello. No, te lo revelamos. Perfecto. Muchas Sí, gracias. pero también. Muchas Está lleno de gracias. aceite. Muchas gracias. No, es el trabajo nuestro, qué gracias. So, da ist er. Intercooler wieder sauber. Total nett. Cooler Typ. So, und jetzt ab nach Hause. Nee, jetzt kommt noch der Turbo. Jetzt kommt noch der Turbo. Wow, der sieht echt aus wie neu. Der sieht aus wie neu. Nada. Ja, este que es normal. Sí, wow, wow. Hey Babe! Schön, Ich habe alles schön. wie neu. ¿Sí? Ja, wie neu. Wow. Echt. Also unglaublich. Bien limpio. Und viel, also richtig cool. So, und zuerst müssen wir hier unser Provisorium wieder wegbauen, den Luftschlauch, den wir gebaut haben. So, da unten das wellige Ding, seht ihr das? Genau, das meine ich. Und das muss jetzt alles zurückgebaut werden. Und wenn wir damit fertig sind, dann machen wir einen Ölwechsel. Wir müssen natürlich das Öl wechseln, bevor wir hier wieder starten und nicht mit dem alten, völlig verbrannten, kaputten Öl von dem Motordurchgang hier weiterfahren. Das heißt, Ölfilter wechseln, da habe ich zum Glück noch einen da. Und ja, und dann neues Öl rein. Alessandro holt es gerade. Also dazu auch noch eine Sache. Wir machen den Motorölwechsel kalt. Es geht nicht anders. Wir können den Motor nicht mehr starten. Also es spritzt mir jetzt Öl raus. Wir haben uns schon zu viel weggebaut. Und ich lasse den jetzt einfach wirklich 4-5 Stunden offen stehen in der Sonne. Da geht er ja auch auf 40 Grad. Ist jetzt nicht wahnsinnig heiß, aber ich denke warm genug, dass Öl rausfließt. Und dann machen wir das wieder fertig. Und dann sollte das Ding wieder laufen. Última parte, ¿no? Ja, naja. Es dauert noch eine Weile. Ich bin langsam. Es el momento de arrancarlo. Ja, genau. Wir können jetzt zu Paris-Dakar fahren. Ding ist fertig. Jetzt starten wir das Ding. Oh Mann. Oh, Emotionen. Am Anfang muss man nur orgeln lassen, damit der Turbo nicht anspringt. Also man soll den Motor nicht starten lassen. Entweder zieht man die Benzinpumpe ab oder unseren Totmannschalter schalten wir halt einfach nicht. Und lassen den einfach mal orgeln, dass einfach Öl das Ding reinigt. Falls da irgendein Krümel reingefallen ist, irgendwas, das lassen wir einfach mal Öl durchlaufen. Die ganze Zeit Öl durchlaufen. Das mache ich jetzt eine ganze Weile und irgendwann starten wir das Ding. Oh, wir versuchen jetzt zu starten. Vai. Olha claro, ne?
Naja, ich gebe jetzt noch nicht richtig Gas. Also ich will den erst warm fahren und langsam einfahren. Aber er hat wieder seine alte Kraft, glaube ich. Blauer Rauch kommt nicht raus. Das lässt mal soweit ganz gut aus. Man hört auch den Turbo sauber arbeiten, nicht so wie den anderen. Der hat ja schon komisch geklungen. Hammerhart! Es sieht so aus, als haben wir es geschafft. Der Turbo läuft und nächste Woche geht's weiter Richtung Anden. Danke für die liebe Unterstützung bei PayPal. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Schön, dass ihr dabei wart.